Wenn man strampelt, dann kreiert man die Energie, die man sonst einfach aus der Steckdose zapft, ohne zu wissen, wie viel da jetzt rauskommt, wie viel CO2 dabei verbraucht wird. Aber wenn man strampelt, merkt man, okay, das ist Energie, die ich aus meinem Körper da reinstecke, um meinen Glühwein warm zu machen oder meinen Punsch. Und weiß, wie viel Aufwand das bedeutet und schätzt diese Energie dann auch anders wert. Wir wollen in der Ausstellung eben zeigen, was Klimawandel bedeutet, aber auch, was es im Leben von jedem bedeutet. Egal, ob es kurz vor 12 ist, wir können was dagegen tun und das kann jeder in seinem Privatleben tun, aber eben auch zum Beispiel in Organisationen wie dem Umweltreferat, in dem man aufmerksam darauf macht und zeigt, dass eben halt was verändert werden muss. Vor allem alle sind mega motiviert und daran macht es dann auch Spaß, die vielen Projekte zu realisieren. Ich finde, an der Uni hat man viel mehr Erreichbarkeit als an der Schule. Und deswegen kann man halt seine Kreativität sozusagen freilassen und ganz verschiedene Sachen machen. Plant a Seed ist eines der mehreren Projekte, die wir haben und ist eben sehr sichtbar am Campus, was total super ist, weil man auch sagt, okay, wir haben einfach Leute, die sich bisher vielleicht noch nicht für Nachhaltigkeit interessiert haben, aber die dann irgendwie darauf kommen und sich denken, hey, es wäre doch cool, wenn der Campus grüner wird, wenn wir da was anpflanzen, was wir nachher auch essen können. Und ja, ist so, glaube ich, so ein kleiner Ansprechpunkt für die Studierenden, um zu sagen, ja, vielleicht habe ich auch einen Platz in der Nachhaltigkeit, selbst wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht studiere. Das ist eigentlich unheimlich schön, mit vielen Leuten, die alle motiviert sind, die alle Lust auf was haben, wirklich mit denen zusammenzuarbeiten. Der Workshop zielt zum einen darauf ab, sich über seine eigenen Stärken nochmal Gedanken zu machen und wie man selber da irgendwie nochmal sein eigenes Engagement verbessern kann an der Uni, dann ein bisschen zu schärfen, wo möchte man tatsächlich an der Uni auch Nachhaltigkeit weiter voranbringen. Was wir heute hier anbieten im Rahmen der Public Climate School ist eben nicht nur diese Ausstellung, sondern wir haben auch noch ein Repair-Café organisiert. Sachen, die normalerweise auf dem Müll landen würden, die kann man sich hierher bringen und zusammen reparieren. Ich finde, wenn man mehr Sachen hat, die man am Tag erledigen muss, dann konzentriert man sich auch mehr, wenn man jetzt lernen muss. Und ich weiß jetzt, okay, ich habe jetzt 3-4 Stunden, in denen ich lernen kann, danach mache ich Umweltreferat und dann ist man viel konzentrierter und ja, mir hilft das total. Sich selber auch besser kennenzulernen, ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich auch immer wieder merke. Also zum einen, so, wie agiert man im Team, dass man einfach lernt, mit den Menschen zu reden, dass man auch sagt, hey, ich brauche da gerade Hilfe, kannst du mir helfen? Geht bei uns auch super. Und dass man einfach da selber auch so ein bisschen lernt, aus sich rauszukommen und im Team zu arbeiten. Also halt gibt es den Begriff Soft Skills dazu und das ist eigentlich so das, was finde ich am meisten was bringt und natürlich viele gute Freundschaften. Du willst dich für Umwelt und Nachhaltigkeit engagieren? Und du möchtest deine Hochschule nachhaltig verändern und dabei coole neue Leute kennenlernen? Dann komm zu uns ins Referat für Umwelt.